Servus Leute und willkommen zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Vielen Dank, dass ihr einmal mehr mit am Start seid. Seit gestern haben wir ja das erste Gameplay Official gesehen, beziehungsweise den Gameplay Trailer. Wir haben das zusammen mit Zuxe auch in unserem Duo-Stream, ja, ich würde sagen ausführlich analysiert. Den Link zum vollständigen Stream packe ich euch hier an der Stelle nochmal in die Description. Mir sind jetzt aber einfach nochmal jetzt ein paar Punkte aufgefallen, beziehungsweise ich sag mal eine Art Nachwort, möchte ich mit euch den Trailer einfach nochmal in Summe und einmal zusammengekürzt nochmal durchgehen und besprechen. Und ja, haben wir alles gesehen? Haben wir das gesehen, was wir sehen wollten? Und welche Schlüsse können wir vielleicht schon aus dem Trailer ziehen? All das im heutigen Video. Der Trailer beginnt ja schon mal mit dem Hinweis, dass es Pre-Alpha-Gameplay war, also lasst euch da von der Grafik noch nicht zu sehr verunsichern. Das sieht vielleicht jetzt noch nicht so absolut perfekt gepolished aus, das ist aber normal, da wird auf jeden Fall uns noch deutlich Besseres erwarten. Am Anfang ist es relativ kurz geschnitten und actionreich geschnitten, da sieht man dann leider nicht so viel. Es kommt immer wieder zum Ausdruck, dass man eben mit sämtlichen Fahrzeugen, ob es jetzt Osprey, Apache und keine Ahnung was vorrückt. Wir sind jetzt gerade auch in der ersten Wüstenmap mit dem vorgelagerten Stadion, wo wir auch die Vermutung hatten, okay, das kann man vielleicht sogar betreten. Hier sehen wir die erste Spezialfähigkeit, eben diesen Enterhaken, wo man sich dann auf alle möglichen Positionen dann wohl leider ziehen kann. Krasser Sandsturm kommt rein, Thema Wetterveränderung ist da auf jeden Fall mit am Start. Wir sehen, Panzer können wohl auf der Karte landen. Das ist das Thema, wo wir die Teile mit dem Tablet bestellen können. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil dann muss man nicht jedes Mal aus dem Spawn erstmal 80 Kilometer bis zur nächsten Flagge bzw. zur nächsten Flaggenzone fahren. Das ist, denke ich, auf jeden Fall eine gute Verbesserung. Entsprechend sehen wir natürlich auch hier im HUD die Anzeige, okay, wir haben Waffen, wir haben eine Sidewaffe, wir haben Gadgets, wir haben Spezialfähigkeiten. Es ist noch nicht alles komplett klar, was darin gezeigt wird. Was auf jeden Fall eine ziemlich krasse Neuerung ist, das, was ihr jetzt gerade seht, dass man eben in-game die Aufsätze durchwechseln kann, angefangen von Visier, verschiedenen Griffen, Magazinen, etc. etc. Natürlich die guten, only in Battlefield Moments, also der C4 Buggy ist ja auch am Start. Gut, die Saiven, die sehen vielleicht in der Tat noch ein bisschen clunky aus, das wurde auch im Stream mehrfach angesprochen, auch von den Zuschauern. Das hat nicht so ganz gefallen, auch zu diesem Thema Waffenbalancing. Nicht Waffenbalancing, sondern dass man diese Aufsätze so durchschalten kann. Das könnte auch OP sein, beziehungsweise sich ein bisschen mit PC-Spielern dann beißen, wenn es ins Crossplay geht im Vergleich zu Konsolenspielen. Muss man alles einmal sehen. So, Wingsuits haben wir gesehen. Wir haben gesehen, dass diese Stürme bzw. Tornados auch die Fahrzeuge beeinflussen. Also da passiert was, da kann man dann nicht mehr so easy durchrutschen. Wir haben natürlich Infanterie, wobei man schon sagen muss, man sieht relativ viel Gelaufe, ja, aber wenig Gunfights in Summe. Auch abschließend hier nochmal die Turbo-Rakete, für was die am Ende des Tages dann gut ist, beziehungsweise welche Auswirkungen und welches Ziel das Ganze hat mit dieser Rakete. Ist das ein Spielmodus oder ist das wirklich eine, keine Ahnung, befördert man da einen Satelliten ins All? Das ist soweit jetzt noch nicht klar und nicht besprochen. Wir können uns aber sicher sein, dass es die nächsten Wochen und Monate da mit Sicherheit News dazu geben wird, beziehungsweise wir da ein bisschen mehr Material zum Interpretieren bekommen werden. Bis dahin, der nächste offizielle EA und DICE-Termin ist ja der 22.07., den werden Zuxi und ich auch wieder gemeinsam mit bedienen, sprich mit Live-Analyse und ja, das Ganze einfach mit euch zusammen zu watchen. Da freue ich mich persönlich auch schon wieder drauf, aber die Zwischenzeit darf und muss natürlich überbrückt werden und dementsprechend bekommt ihr da ganz normal wie gewohnt Videocontent und natürlich auch den ein oder anderen Livestream. Abschließend möchte ich einfach noch mal ein paar Punkte aus den Livestreams bzw. dem Live-Comment mit uns aufgreifen. Und zwar wurde aus der Community halt auch bemängelt, dass eigentlich sehr, sehr wenig Gameplay an sich am Start war in diesem Trailer. Es war doch mehr Cinematic als richtiger Gameplay, auch wenn man natürlich HUD und so weiter schon ein bisschen gesehen hat, also ein Gefühl und einen Eindruck bekommen hat, wie sowas aussehen könnte.
die Frage, die natürlich immer wieder so ein bisschen aufkommt, darum wird es auch in meinem nächsten Video zu den Spezialisten und deren Spezialfähigkeiten gehen, ganz einfach, wie balanced ist das Ganze und sind da nicht Punkte dabei, die einfach auch durch diese Spezialfähigkeiten zu OP sind? Wie steht es im Verhältnis zu Gunplay und den Fahrzeugen? Wie viele Fahrzeuge gibt es und wie nehmen die Einfluss eben auf das Spielgeschehen? Und da wünschen wir uns natürlich schon, dass die ganzen Dinge auch wieder wesentlich relevanter werden. Ja? Dass nicht die Flugzeuge ihr eigenes Battle am Himmel machen und vielleicht ein paar Bodenziele abfarmen, dann wieder sich verziehen, weil sie nur weggegeiert werden und die Panzer vom Rand der Map irgendwie auf die Flaggen rein donnern, so wie es halt oftmals im Battlefield 5 zum Beispiel der Fall ist, sondern dass die wirklich koordiniert vorgehen müssen, um Bereiche oder diese Zonen werden es ja werden. Es sind ja keine reinen Flaggen mehr, sondern es sind Zonen, da einnehmen zu können. Also in dem Fall denke ich, da sind schon krasse Änderungen unterwegs auf jeden Fall, was wir jetzt vom Franchise noch nicht so gewöhnt sind, aber es schlagen natürlich dann immer zwei Herzen in einer Brust. Auf der einen Seite der Nostalgiker, der noch an den alten Systemen und Spielen hängt. So geht es ja auch vielen in der Community, aber auch so der moderne Gedanke, wo ich auch sage, gut, irgendwo muss sich so eine Spielreihe auch mal weiterentwickeln, mal was Neues ausprobieren und wir sollten das vielleicht an der Stelle jetzt nicht schon am Anfang komplett kaputt reden, wenn wir noch nicht wissen, wie das Ganze dann eben gebalanced wird. So Leute, das war's für dieses kurze oder zusammenfassende Video an der Stelle. Ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr mir euer Feedback dazu in die Kommentare packt, dem Ganzen ein Däumchen nach oben gebt. Ihr wisst ja, Algorithmus und Sommerzeit, der gönnt noch nicht so wirklich rein. Also Unterstützung, Support ist kein Mord, ihr kennt es und wir sehen uns dann zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Haut rein, genießt die Sonne, Summer is already here und Battlefield 2042 on the way. Also was gibt's denn Besseres? Bis zum nächsten Mal, haut rein, euer A-Team.